Willkommen zu Frequent Traveler TV. Und zwar haben wir heute eine Live-Sendung. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Gucken wir mal, ob die 60 vom letzten Mal getoppt werden können oder nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Mario wieder sitzen auf der linken Seite, also quasi rechts von mir. Und lang ersehnter Gast wieder da. Wir haben heute ein Thema, was Mario natürlich nicht nur betrifft, sondern uns alle betrifft, und zwar Statusstrategie 2025. Aber bevor wir ins Thema reingehen, könnt ihr einmal sagen, wie der Ton ist, ob ihr mich hört. Und jetzt kann Mario mal was sagen. Ja, hallo alle zusammen. Schön mal wieder dabei zu sein. Aber Lars sagt, ich komme abgehackt rüber. Was sagt ihr dazu? Ja, diesmal kam es natürlich nicht abgehackt. Das ist ja wieder der Show-Effekt wie immer. Aber das machen wir natürlich, um die Spannung zu steigern. Wir werden heute auf die Kreditkartenstatusgeschichten eingehen, genauso wie wir auf Hotelstatus eingehen, genau wie wir auf Airline-Status eingehen. Und wir haben sogar 2 Fragen des Tages. Eigentlich sogar eine dritte Frage des Tages. Und zwar die erste Frage des Tages ist: Wie ist eure Statusstrategie 2025? Und die zweite Frage ist: Sind Kreditkarten Teil eurer Strategie? Deshalb ganz ehrlich eure Meinung schreiben. Wir verhackstückeln keinen hier, diskriminieren keinen. Wir diskriminieren auch keinen, der sagt, Status ist scheiße, es interessiert mich nicht. Habe ich überhaupt schon 2 Minuten bei YouTube? Ja, 3,54. Mit der Stream nicht gesperrt wird. Ne? Also auf jeden Fall gucken wir uns das Ganze an, und ich werde auch mit Mario diskutieren, ob Status überhaupt Sinn macht. Und ihr solltet eure Fragen stellen. Die werden wir am Ende der Sendung wie immer also ich muss gerade was trinken, Mario, du musst reden. Beantworten, glaube ich, war das Wort, was ich suchte, ne? Du wolltest sagen, beantworten. Ja, ist übrigens eine gute Frage, ob Status oder die Mehrzahl Status überhaupt noch einen Sinn macht. Es gab ja was heißt Hiobsbotschaften, aber ein paar interessante Veränderungen. Du hast ja auch groß drüber berichtet bei den Freunden von British Airways mit ihrem Programm, wobei ja nicht nur British Airways dran ist, sondern noch ein paar andere. Das wird ja jetzt richtig teuer, um da mal so richtig zuschlagen zu können. Da muss man sich schon fragen, ob man das möchte oder nicht.
Wobei wir ja früher bei der Lufthansa ja eigentlich ein ähnliches System hatten, ne? Je teurer der Flug war, je höher die Buchungsklasse damit, umso mehr Statusmeilen hast du ja seinerzeit bekommen. Und da haben wir jetzt ja dieses meines Erachtens ja immer noch ziemlich irre System, dass ein Flug nach Israel genauso viel Statusmeilen bekommt wie nach Los Angeles oder Hongkong. Ne? Ja, Also, das ist das Spannende. Oder wenn man guckt, es gibt ja auch so lustige Ziele, die man mit Eurowings fliegen kann nach Dubai. Da kostet es halt mal so 600 Euronen, um 200 Statuspunkte hin, 200 Statuspunkte zurückzubekommen in der Business Class. Klar, man muss auch sagen, dass das hart verdient ja, ist. ja, Aber ehrlicherweise muss man auch hier sagen, jemand, der halt 600 Euronen bezahlt, soll so viel kriegen wie jemand, der 5000 für einen Business-Class-Flug nach Tokio bezahlt, halte ich für schwierig. Lufthansa argumentiert natürlich, ja, du kriegst aber mehr Prämienmeilen, hast du also wesentlich mehr Kickback. ja, Aber ich habe meinen Frieden nicht mit dem Lufthansa-System, aber mit dem Finnair-System gefunden, ja. was ja auch ein bezahltes System ist. Weil, wenn man ehrlich ist, haben bezahlte Systeme Vorteile. Und dann die andere Frage ist natürlich, was ist der Vorteil? Und ich habe mal JetGPT gefragt, was sind Statusvorteile? Und dann sagte er mir, personalisierte Gästeerfahrung, Einführung von personalisierten Dienstleistungen basierend auf den Präferenzen und vorherigen Aufenthalten der Gäste. Ja, das ist natürlich relativ geil, wie er das so sagt. Auch Nachhaltigkeitsinitiativen, Partnerschaften, Cross-Promotion, Integration von Technologie, Einsatz von Apps und so weiter. Also das heißt, wir werden trackbar. Und das ist halt leider der alte Grund, warum man diese Kundenbindungsgeschichte gemacht hat, um seine Kunden tracken zu können, damit man weiß, was Mario und was Lars macht. Und wenn man weiß, dass Lars nie Economy Class fliegt, dann weiß man, dass man ihm die Business Class teurer verkauft. Und das ist eigentlich das, was die Geschichte ist mittlerweile, dass es also gar nicht mehr darum geht, uns irgendwelche Vorteile zu geben, uns Loungezugang zu geben, sondern einfach uns da irgendwelche Informationen zu geben. Und deshalb hieß ja, glaube ich, der Titel von Joost auch Head of Loyalty and Customer, wie hieß denn das Wort nochmal? Customer irgendwas, also Customer Insights, glaube ich. Heißt also im Hm. Prinzip, dass das eine kombinierte Geschichte ist. Und da muss man dann sagen, ja, Freunde, ihr kommt aber nicht ganz drum rum. Wenn ihr die Nummer nicht eingibt, die haben ja trotzdem euren Namen, aber sie können es halt nicht zusammenführen. Also das heißt, ihr seid jedes Mal eine blanke Karte. Ist vielleicht auch eine Strategie, dass man bei Hotels oder sowas sagt, ich pfeife auf Status und ich mache nur noch Bestpreis. Ja, ohne Frage. Wir, also was Flüge angeht, o- o- bevor ich Flüge buche oder mal bevor ich mich auf den jeweiligen Seiten bei Lufthansa oder wem auch immer einlogge, suche ich die Flüge erstmal, ohne mich vorher eingeloggt zu haben. Meistens halt auch über VPN. Äh, Man ist natürlich als Gast völlig klar, übrigens bei jedem Kundenbindungsprogramm immer durchsichtig. Ich werde nie die seligen Zeiten vergessen, als der Realkauf, den es ja nicht mehr in Deutschland gibt, noch bei Payback war. Und ich bin ja jetzt nicht so ein großer Einkäufer. Also ich bin da eigentlich sehr selten gewesen. Ich hatte immer jemand anders in der Familie, der den Familieneinkauf macht. Wenn ich dort mal war, dann habe ich in der Regel irgendwelche Dinge gekauft, die im weitesten Sinne mit Getränken zu tun haben, die einen mehr oder weniger starken Alkoholgehalt haben. Also, und die habe ich dann natürlich an der Kasse bezahlt und habe dann die Payback-Karte vorgezeigt. Und oh Wunder, habe ich ganz viel Werbung bekommen von Wein und anderen Spirituosen. Also, weil das System gedacht hat, dass der Typ ist praktizierender Alkoholiker, der kauft ausschließlich Alkohol bei uns. Also man ist dann schon natürlich für das System relativ, ja, durchschaubar. Und bei den Fluggesellschaften ist das natürlich ähnlich. Wobei, und da hast du ja recht, äh, mittlerweile sind diese Kundenbindungsprogramme ja tatsächlich genau das, was sie sagen. Sie wollen dich an eine bestimmte
Fluggesellschaft binden. Das ist ja per se auch keine Schande. Es muss nur, finde ich, auch was für den Fluggast dabei rauskommen und nicht nur einseitig für die Fluggesellschaft. Dann lass uns direkt mal starten mit der Statusstrategie für Fluggesellschaften, also meine persönliche. Und ihr könnt ja eure Strategie dahin schreiben. Und zwar für mich im Moment die Fluggesellschaft, die ich am meisten nutze, ist Finnair, weil die aus Tallinn oder aber auch aus Stockholm oder aus Helsinki fliegt. Das Programm selber ist ja ein Bezahlprogramm geworden. Das heißt also, wenn man den Platin hat, zahlt man bummelig 9.000 €. Aber die Frage ist, werde ich den Status behalten? Und ich muss euch sagen, ja, weil es gibt nichts Einfaches als einen Status, der nach Cash geht. Weil dann kaufst du einfach 2 Business-Class-Tickets, hast da die Ja, 9.000 geschafft, Thema durch, Drops gelutscht, hast keinen Stress, brauchst nicht rumrutschen wie vorher, da musstest du halt irgendwie 76 Segmente fliegen oder was, oder 96, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, 150 für den Lumo. Der Lumo braucht übrigens 30.000, den werde ich da nicht mehr machen. Und das ist dann so simpel und easy. Wenn man sich dann auf den SAS Diamond konzentriert, der in meinen Augen keinen Sinn macht, da kann man es wieder über die Segmente machen. Aber wenn ich mit Finnair durch bin über den Preis, dann mache ich halt die SAS-Segmente und habe den dann auch beim Sky-Team. Beziehungsweise ich bin ja mal gespannt, was bei meinen Freunden von Volare passiert. Was aus dem wird, vielleicht kriege ich einen zweiten Senatorstatus. Und dann ja, sind wir ich auch schon mal, ja, wollte es gerade sagen, du hast doch noch einen Status bei der ITA. ja, hat er. Und ich hatte ja quasi ein totes Jahr jetzt in 2024. Ich muss mich für 2026 Februar erst requalifizieren. Und ich werde da wieder den Senator machen, vielleicht sogar mehr Punkte machen, um dann irgendwann die fehlenden 6.000 Punkte, die ich habe, um den Lifetime-Senator zu haben, einfach einzuholen. Und dann ist der Drops gelutscht. Das macht man dann und dann hat man da auch keine Schmerzen mehr. Also das muss man dann auch so machen. Wir haben unseren Kunden im Concierge auch empfohlen, den Status da einzufliegen, solange man da nicht auf ein Modell umsteigt, was auch geldbasierend ist bei Lufthansa, weil dann hat man dann auch wieder ein böses Erwachen. Jeder, der bei SAS den Lifetime Diamond nicht, aber den Lifetime Gold hat, zum Beispiel, der ist ja auch auf der sicheren Seite gewesen, bis sie gewechselt haben von der Starlines zur Sky-Team. Ne? Kann bei Lufthansa nicht passieren, obwohl man muss ja hier Gehe auf ich, Holz geh ich auch. klopfen. Sagt niemals nie. Aber Ja, bei SAS hättest du das auch vor 2 Jahren nicht gedacht und gesagt, nee, das läuft, die sind Gründungsmitglied. ja, genau. Die sind Gründungsmitglied, das geht nicht. Ja, und damit habe ich dann den Status in allen 3 Allianzen und bin Happy Camper. Also insofern ist da alles in Ordnung. Jetzt sagt ihr natürlich, du bist doch Hon gewesen und vor allem so lange und so weiter und so fort. Warum nicht Hon-Circle? Value. Für mich ist der Value des Hons einfach nicht da, weil wenn ich First Class fliegen will, ähm, dann kann ich das entweder bezahlen oder die andere Thematik ist, ich fliege gar nicht so oft mit Lufthansa, dass sich das für mich in irgendeiner Art und Weise lohnt. Viel fliegen heißt nicht, dass man jetzt sagt, ich fliege wenig, aber das Thema ist halt, wann macht der Hon-Circle Service am meisten Sinn? Ja, Und zwar macht der Hon-Circle, aus welchen Sichten macht der denn bei dir Sinn, Mario? Was sagst du, wenn du so denkst, Hon ist geil? Warum? naja, im Gegensatz zu mir wäre ich natürlich ohne Frage sehr glücklich, den Hund zu besitzen, weil ich natürlich von meinen Destinationen hier aus der Provinz, aus Hannover oder Münster, Osnabrück, natürlich immer über Frankfurt, München oder Zürich in die weite Welt fliege und da in der Regel mit der Lufthansa, im Zweifel mit irgendeinem Star Alliance Partner. Äh, und da die meisten Flüge tatsächlich ja dann über Frankfurt gehen, wäre so ein Horn natürlich ganz wunderbar. Und muss man ja unseren Zuschauern und Hörern nicht erklären. Hat ja auch Vorteile, wenn du halt mal nicht First oder Business fliegst, sondern du kannst ja dann auch in die First Class oder ins First Class Terminal, wenn du einfach nur einen Eco-Flug hast. Das ist natürlich ganz nett, ohne Frage. Es kommt halt immer darauf an. Bei dir in der Nähe gibt es ja jetzt keine Starlines mehr, nachdem SAS gewechselt ist. Also
macht es ohne Frage wenig Sinn. Auf der anderen Seite gehöre ich zu den Leuten, ich brauche jetzt schätzungsweise noch so 13.500 Punkte, heißt es ja jetzt, um den Senator auf Lebenszeit zu bekommen. Ja, da bleibt man natürlich, das ist natürlich sehr geschickt von der Lufthansa, da bleibt man natürlich gerne dran, weil das ist ja durchaus noch relativ viel, aber auf der anderen Seite noch ein überschaubarer Rahmen. Äh, Insofern muss man halt immer abwägen, welche Allianz ist für einen gut. Du hattest letztes Jahr, glaube ich, das auch mal, das war letztes Jahr, oder nicht nur du, aber du hast es ja auch im Kanal gesagt. Damals gab es ja den Status-Match mit KLM, Air France, Flying Blue. Und da weiß ich zum Beispiel, dass viele Kollegen von mir das gemacht haben, weil sie oft von Amsterdam in die weite Welt fliegen und mit Lufthansa auch nicht mehr so glücklich waren. Insbesondere, weil die auf der Langstrecke höchstens Eco oder Premium Eco fliegen dürfen. Und da bringt dann tatsächlich der Status bei KLM, wenn du da regelmäßig mit fliegst, auch Langstrecke, unterm Strich mehr als das neue Punktesystem bei der Lufthansa. Also man muss tatsächlich immer abwägen, wo will ich hin, wo komme ich her, wo fliege ich hin, was ist für mich das Beste. Das ist für mich der Moment, wo ich einsteigen muss. Und zwar, ich sehe die Value Proposition beim Hon Circle nicht mehr, ehrlicherweise. Und zwar, wenn man jetzt einfach durchdekliniert, der Hon hat im Moment für mich 3 Vorteile. Das eine ist, wenn IROPS ist. Das heißt also, ich habe einen Vorteil, dass man bevorzugt behandelt wird und so weiter und so fort. Okay, ist beim Senator jetzt nicht wirklich viel schlechter, wenn man mit Lufthansa fliegt. Also das ist jetzt nicht Ja, so das Ding. Dann das zweite ist Verfügbarkeit von Flügen. Der ist bei Hon besser, weil der ja bis 14 Tage vor Abflug Business Class ist der ja mit Punkten garantiert. Also das gibt es auch bei freiem Platz. Gut, das wäre etwas, was ich aber auch nicht vermisse, weil ich gar nicht so viele Punkte bei Lufthansa kreiere, dass ich das ehrlicherweise in Verlegenheit komme, das zu nutzen. Ich habe eher das Problem, dass meine ganzen Voucher alle verfallen, weil ich die ganzen Dinger nicht anwenden konnte. Ich glaube, du hast noch 2 das von kenne mir, ich. ne? Du hast noch 2 von mir, oder? Das, ich habe noch 2 von dir, aber jetzt glaube ich auch verfallen, weil du sie nicht abgerufen hast zum Ja, Ende des Jahres. ja, eben deshalb. Ja, aber keine Schmerzen. Also das ist halt alles. Ich hatte an irgendeinem Punkt, glaube ich, fast 20 Stück oder so. Also das waren so, und dann hast du angerufen, war nichts. Trotz Hon. Dann Ja, das dritte ist halt wirklich die Lounges und der Limousinentransfer in München, Zürich, ja, bedingt, Wien, Warschau und so weiter. Aber das ist für mich jetzt kein Ding, weil ich ehrlicherweise sage, ich bin mit den Lounges fast schon. Die haben mich gelangweilt. Weil, wenn du jedes Mal Steak an Steak isst oder sowas und dahin gehst, und abgesehen davon ist die Lounge ja auch wirklich schlechter geworden. Das ist jetzt kein Gelaber, sondern es ist so. ja. Und da könnt ihr jetzt nochmal kommentieren, was eure Strategie ist für Fluggesellschaften in 2025, damit wir das am Ende der Sendung besprechen können. Damit wir mal gucken, was ihr davon haltet, welchen Status ihr für gut haltet, wo ihr sagt, ja, Senator reicht. Einer hat eben, glaube ich, FDL geschrieben, reicht. Wenn wir da mal gucken, ob wir da Fleisch an den Knochen kriegen und vielleicht anderen auch eine Entscheidungshilfe geben, ob die den Status, für viele läuft der ja erst in 2026 ab, im Februar bei Lufthansa zum Beispiel, ob man den verlängern soll oder sagt, ich hungere mich einfach durch. Weil wenn man ehrlich ist, am Flughafen gibt es ja mittlerweile so viele Fressbuden. Ich gehe in Berlin zum Beispiel immer gerne zu dem Asiaten, anstatt in die Lounge. Selbst auch mit der Hon-Corner, die es da gab. Also insofern, ich vermisse es ehrlicherweise nicht. Also deshalb gibt es für mich 3 Dinge, die ich dieses Jahr mache. Das ist einmal mein Finnair gegen Cash, dann mit Segmente den SAS, der relativ easy geht, mit Tallinn, Stockholm und dann Oslo und dann irgendwo anders hin nochmal. Da gibt es so ein paar Geschichten. Und dann natürlich als drittes haben wir dann logischerweise den Senator. Und das ist auch die Gewichtung, die ich dem Status beigebe. Der wichtigste für mich ist die Finnair.
Dann der zweite ist SAS aufgrund der Region und dann natürlich die Freunde der Hansa. Und Emirates, Katar und Etihad muss ich gucken, ob die meinen Platin-Status dieses Jahr eventuell irgendwann mal canceln. Das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Ich frage mich nicht, warum. Also, Nee, ja. nee, würde ich auch nicht machen. Ja, aber also wie gesagt, da natürlich kommt halt immer auf die Region an. Hätten wir die selige Air Berlin hier noch, die ja nun auch One World Mitglied war, würde es vielleicht in Deutschland bei mir auch etwas anders aussehen. So ist man ja quasi angewiesen auf die Lufthansa und ihre Töchter. Aber eben bei dir oben in Skandinavien, um es nochmal zu wiederholen, seitdem die SAS nicht mehr dabei ist, aber halt immer noch eine wichtige Fluggesellschaft da oben ist, jetzt halt ein anderes Programm hat, dann konzentriert man sich halt darauf. Und ich sehe da auch keine großen Nachteile. Äh, mit dem Hon gebe ich dir natürlich auch insofern recht. Klar, es ist immer ganz nett gewesen in dem First-Class-Terminal. Jetzt muss ich allerdings ehrlicherweise sagen, dass ich im letzten Jahr, als mich die Lufthansa großzügigerweise mal von einem Rückflug von Houston nach Frankfurt von der Business in die First Class abgegradet hat, äh, was ja selten vorkommt, sehr schön und sehr überraschend war. Und ich dann in Frankfurt, als ich angekommen bin und mit dem Zug weiter musste, aber noch Zeit hatte, nicht mehr zum First Class Terminal rennen wollte, sondern einfach die First Class Lounge genommen habe. Und was soll ich dir sagen? Die fand ich fast sogar noch besser. Zumal, wenn man aus der in Frankfurt rausschaut, schaut man aufs Vorfeld und nicht auf den Personaleingang der Lufthansa, wie im Terminal. Und das Essen war gleich gut oder gleich schlecht, was immer du willst. Einziger Nachteil ist natürlich, wenn du da drin bist, musst du selber zum Gate laufen und wirst nicht mit dem Auto irgendwo hingefahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Im Grunde ist das auch völlig in Ordnung, wenn man bedenkt, wie viele Punkte du brauchst jetzt, um den Hon einzufliegen. Ob das irgendwie im Preis-Leistungs-Verhältnis steht, da kannst du selbst in den überteuerten Restaurants auf den Flughafen ordentlich schlemmen und es ist am Ende immer noch günstiger, als einen Status zu haben, zumindest einen Status wie den Hon, und dann da in der Lounge zu essen. Ja, also sag mal nichts. Ich habe Kunden, die wollen den Status haben, die haben den seit Jahren sich erflogen, haben bei uns sich die Dienstleistung geholt, dass wir die da halt auch in dem Bereich unterstützen. Ähm, Aber sozusagen ihn unbedingt wollen, nur um ihn zu haben, wenn ich ohnehin sehr viel fliege, wie einige deiner Kunden, und da fehlt dann immer nur so ein bisschen was, dann ist das ja durchaus völlig in Ordnung. Es macht das Leben ja schon ein bisschen einfacher. Ja, wobei bei denen das ja nicht nur um, also die fliegen das schon, aber denen geht es ja halt dann auch um das Thema, da etwas zu sparen, also dass man da halt nicht das bezahlt, was die Hansa möchte für den Status. Und da sind die Kunden bei uns, um da halt sich, sage ich jetzt einfach mal, den finanziellen Vorteil zu holen. Ja, Und natürlich die Betreuung, weil die Zeit, die du einfach sparst, dass du dich darum nicht selber kümmern musst, ist natürlich auch interessant. Was man ohne auch Frage. sagen muss, ist ein Status, den ich vergessen habe, das ist Air Baltic. Air Baltic VIP-Status. Ähm, ist jetzt ein Status, der eigentlich auch relativ cool ist. Ich weiß gar nicht, warum ich den vergesse. Wahrscheinlich, weil ich mit Air Baltic lang nicht mehr geflogen bin. Also insofern gucken, ob die den Status auch wegnehmen. Und da bin ich mal gespannt. Ja, Ja, also wie gesagt, vielleicht bald, kannst du ja vielleicht bald auch mit Miles and More. Wer weiß. nee, die werden, nee, ja, das weiß ich nicht. Also diese Finanzierung, sie steht ja mittlerweile auf der Kippe. Martin Gauss erzählt Ja, zwar, dass alles easy ist und alles tipptopp ist, aber wenn man halt da 16, irgendwas Prozent an Anleihen bezahlen muss, die die Lufthansa schon mit 5% abgelehnt hat,
Dann wird Lufthansa auch Ja, keine 10% in die Bude investieren. Zumal ja, wenn man ehrlich ist, und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass man bei der Lufthansa alles kann, aber nicht billig. Das heißt also, wenn die Lufthansa jetzt dahin geht und anfängt, da in irgendeiner Art und Weise das Thema zu übernehmen, dann wird da draußen eine nächste Eurowings, Germanwings oder sonst was Bude, die am Ende auch wieder teuer ist. Also insofern sollte das ist, Lufthansa den Teufel tun und da die Finger reinstecken. Aber auch ihr könnt hier jetzt kommentieren, wieder Fragen des Tages beantworten oder unten was schreiben. Und natürlich auch ja, alle Themen, die euch auf dem Herzen liegen, aber mit Vorsicht zu genießen sind, weil ihr sonst nicht getraut hättet, euch zu fragen. Oder wie soll man es formulieren, Mario? ja, das ist gut ausgedrückt. Aber wenn die sich nicht trauen, dann kann ich ja mal eine Frage an dich als polyglotten Vielflieger stellen. Weil das ist eine Frage, die auch manchmal so von Kollegen an mich herangetragen wird. Hm, Die halt viel mit Lufthansa und auch Starlines unterwegs sind und immer fragen, lohnt sich, wenn man in Deutschland wohnt und von Deutschland abfliegt, lohnt sich eventuell auch ein Status, also Starlines Gold zu machen, bei irgendeinem Starlines-Partner. Also wären da natürlich immer United und Air Canada, für die meisten irgendwie Richtung Westen. Was würdest du da sagen? Wenn man trotzdem noch relativ viel mit Lufthansa fliegt, ist so ein Status bei United, bei Singapore Airlines meinetwegen auch, Air Canada, würdest du da sagen? Ich meine, von Egypt Air fangen wir mal gar nicht an, aber Ja, also ein zweiter Status macht ja eigentlich keinen Sinn, weil man ja dann quasi zwei Spielfelder bespielen muss. Heißt also im Prinzip, dass mit man. Stadt mein statt Lufthansa Starlines Gold irgendwie ein Starlines Gold beim Starlines Partner. Ach so, du meinst also entweder oder, also nicht zusammen. Genau. Also ich würde immer den nehmen bei der Fluggesellschaft, wo ich am meisten fliege, weil wenn du jetzt überlegt Ja. hättest, du hättest da keinen Senator gehabt, sondern hättest da einfach einen Star Gold gehabt von irgendjemandem, dann hättest du wohl am Ende des Tages das Problem gehabt, du hättest das Upgrade nicht gekriegt. Und damit ist die So, Frage ja beantwortet. ja, ja. Gut, jetzt hätte ich natürlich, ja gut, bei United gibt es keine First Class. Sagen Leute, die es bei der Lufthansa auch nicht gibt. Aber Hm. das, Allegris, ja, ja, keine Ahnung, Allegris ist ja fast so ein Lebensgefühl und eine Hautcreme. Also Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde die Käfighaltung merkwürdig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nicht grundsätzlich, sondern das, was da auf dem Mittelsitz passiert. Und wer die Werbung von Lufthansa gesehen hat, wo die beiden Vögel da in dieser Suite die Werbung gemacht haben, man muss sich immer ja, überlegen, so sieht Lufthansa seine Kunden. Also das heißt, Lufthansa das, denkt also komplett Banane. ja. Also man, gut, wir kommen vom Thema ab, aber man muss ja eins sagen, wenn die Lufthansa First Class, wenn man da einfach größere Bildschirme vorne dran knallt äh, und dann fände ich die immer noch ziemlich geil. Man hat ja da relativ viel Privatsphäre, weil man ja nun rechts diese Wand hochklappen kann. Für mich ja die First Class vor allen Dingen auch den Service aus. Und da muss ich sagen, bei allen sicherlich öfter First Class geflogen als ich. Ich finde, es war bei der Lufthansa immer zufrieden. Das war eigentlich ein geiles Erlebnis immer da vorne, weil der Service immer gestimmt hat und das Essen meines Erachtens auch immer ziemlich gut war. Also das Rundumpaket war schon okay. Wie gesagt, das Entertainment-System hinkt eine Frage, gar kein Vertun und den Sitz, man könnte ihn modernisieren, aber so schlecht fand ich ihn jetzt nicht, muss ich sagen.
Die ehrliche Antwort ist auch hier wieder, ich weiß, für ehrlicherweise werde ich ja von einem wieder gesteinigt, gab ja die Beschwerde, ehrlicherweise zu Recht. Ähm, ähm, also für mich, die Commodity, warum First Class oder Business Class, ist der Platz. Alles Ja, andere ist mir scheißegal. Ob ich einen Dompi kriege, ich habe Dompi im Kühlschrank, ich habe einen Pitou, ich habe einen Dompi und ich habe einen Dompi Rosé im Kühlschrank stehen. Also ich kann mir das Zeug selber kaufen. Ähm, Dafür fliege ich ja. nicht First Class. Also für mich ist es halt wirklich Nee, das das kann ich auch. Erlebnis, ja, wissen wir ja beide, nachdem wir beim Real, nee, war die Ja, Bude? Doch beim Real, ne? ja. Da nur Alkohol angeboten gekriegt hast, aber ich weiß nicht, hatten die auch Dompi? Nee, ne? Ähm, Nee, auf jeden Fall, also ich fliege ja nicht um zu essen. Ich fliege nicht um zu nein. trinken. Und ich habe manche Flüge gehabt, wo ich einfach D&D habe. Das heißt, also, dass Mhm. ich jetzt da wirklich gar nicht, ja, in irgendeiner Art und Weise das dann nutze. Also wenn das Bett okay ist, ist das für mich schon die halbe Miete und deshalb ist die aktuelle Lufthansa First Class, also nicht das, was Allegris ist eigentlich okay. Ähm, aber wenn man halt das hört, was man bei Allegris verspricht und was dann geliefert wird, ist halt für mich das Eklatante und da ist dann für mich der Unterschied. Also das nur so Ja. als Randbemerkung. Vielleicht sollten wir das Thema Lufthansa First Class ausklammern Ja. und auf das Hotel kommen, weil sonst musst du wieder zum Essen oder irgendwas. Ne? Nee, es geht. Ja, nee, alles gut. Ich habe schon. Vorbereitet. Naja, auf Natürlich. jeden Fall sollten wir mal zum Hotelstatus gehen. Und beim Hotelstatus ist es so, dass ich da relativ easy unterwegs bin. Und zwar das erste ist bei der Statusstrategie, dass ich gar keine Statusstrategie habe bei Marriott, weil ich da ja ein Lifetime Titanium habe. Den habe ich komplementiert durch die Kreditkarten, durch die St. Regis Kreditkarte, die ich gerne in die Kamera halte, weil ich sie einfach nur geil finde. Weil wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, so eine schwarze Karte nur mit einem Namen drauf ist Na, hat leider was. relativ, ja, ist einfach geil, oder? Ja. Und dann die zweite Karte ist halt die American Express. Ich glaube, das muss man zuhalten. Ne? Die American Express Marriott Bonvoy Karte, auch eine Metallkarte. Und diese Karte gibt einem, wenn man nicht den Lifetime Titanium hätte oder wenn man den Lifetime Platinum hat, wird man es auch nicht merken, aber man bekommt direkt den Platin-Status. Und zusätzlich 40 Nächte. Das heißt also, ich habe, wenn ich einfach anfange, 40 Nächte und wenn ich dann die Nächte weitermache bei 50 und bei 75, ist das so, dass man dann nochmal die Voucher da zusätzlich bekommt. Man kommt natürlich nicht drum herum mit den 100 Nächten und den 23.000 Dollar Umsatz, um dann den Ambassador zu machen, wo ich aber keinen Sinn mehr drin sehe. Und das ist übrigens auch beim Hon Circle. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber der Ambassador, Concierge oder whatever the name is, die Leute machen einfach keinen Sinn. Überleg mal, du hast zwar einen Ansprechpartner auf dem Papier bei deiner Bude, aber es fängt an damit, wenn du zum Beispiel bei den Leuten, ruf doch jetzt mal an bei deinem Concierge oder bei wem auch immer, bei Lufthansa oder bei Marriott oder bei Hyatt oder so was. Arbeitet nicht, heute ist Sonntag, sorry, fällt aus wegen Ja. ist nicht. Oder wenn du halt ein Problem hast und dann schickst du es auf E-Mail, dann kommt die Antwort, ja, ich bin jetzt in Urlaub, ich bin krank. Und das ist halt das Problem. Und das nächste ist, ich persönlich, ich habe, wenn ich eine Problemlösung haben möchte, mehr Erfolg beim Hotel. Ich habe zum Beispiel etwas dummblöselig, als ich war, habe ich ein Hotelzimmer gebucht im Januar anstatt im März. So. Und das war taggleich, also im Prinzip, ich weiß nicht mehr genau, das Datum war 7. Januar und ich habe die Buchung anstatt für 7. März für den 7. Januar gemacht. So. Und dann bekomme ich am 8. eine E-Mail, willkommen im Hyatt so und so. Und ich denke so, what? Ich brauche das im März. Ich rufe bei Hyatt an, Concierge geht nicht ran. So. Ruf bei der normalen Line an und sage, ja, Lars, ja, Hallöchen, Folgendes passiert. Die sagen so, ja, keine Ahnung, ich habe im Hotel angerufen, ich kriege keinen, wegen Zeitverschiebung. Sag ich, ja, kann es ja nicht sein.
Supervisor geben lassen. Supervisor hat dem Hotel eine E-Mail geschickt. Dann hat das Hotel eine E-Mail am nächsten Tag geschickt, dass sie dann die No-Show-Gebühr erstatten und dasselbe Zimmer reservieren, was diesmal bei dem Stay war. Und das ist halt etwas, wo du selber was geschafft hast, wo du den Concierge gar nicht brauchst. Deshalb Ambassador-Status für mich. Nein, ich lebe einfach mit meinem Titanium, nutze das und nutze die Voucher aus der Kreditkarte. Dann die nächste Karte, die ich habe und die ich auch nutze, das sind meine World of Hyatt-Karten. Die kann ich komplett zeigen. 2 Business, eine private in den USA. Die gibt zwar einen Discover-Status, aber dadurch, dass ich einen Globalisten habe und über den Umsatz und über die Nächte, habe ich letztes Jahr bei Hyatt 288 Nächte gehabt. Hui. Jo. Und das ist richtig geil. Das Lustigste an der Geschichte war, dass ich halt vom Umsatz her, glaube ich, irgendwas über $1.200 im ganzen Jahr Umsatz bei Hyatt gelassen habe. Der Rest war über Kreditkarten und über Punkte bezahlt. Deshalb. Und damit ist es halt so, dass damit der Globalist drin ist. Und dann als letzte Karte, die ich habe, und da hatte ich auch letztes Jahr 140, obwohl ich ja gestern in der Sendung oder vorgestern, wann war es, das mal gezeigt habe, haben die nur 100 irgendwas, 102 oder sowas gesagt, die ich gemacht hätte, aber das waren alle bezahlten Nächte. Das ist dann mit der Hilton-Karte, wo du dann den Diamond hast. So. Ja. IHG habe ich letztes Jahr aufgegeben und ich werde bei IHG auch nicht mehr übernachten, weil IHG einfach eine Drecksbude ist. Warum ist IHG eine Drecksbude? Ganz einfach deshalb, weil es halt ein Rabattprogramm ist. Und da hat gar nichts mehr, da ist gar nichts mehr, was da in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hat. Und damit bin ich halt durch. Ach, Scandic habe ich auch noch. Scandic Friends. Aber die mache ich auch nicht proaktiv. Also insofern, ich bin bei den 3 Hotelketten bestens aufgestellt, habe eigentlich immer eins von diesen Marken. Und wenn wirklich alle Stricke reißen, dann, ja, dann Pech gehabt. Aber das ist dann halt so. Und ich werde auch übrigens dieses Jahr zum ersten Mal eine Woche in Airbnb übernachten. Das ist ein Projekt, Ich wollte es wo gerade Angst sagen. habe. Ich habe Angst. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, wenn alle Stricke reißen, sehe ich dich ja immer am Ostbahnhof auf der Bank da neben McDonald's sitzen. Im McDonald's erstmal McRib Im essen. McDonald's. Ja, gut, bei Hotels bin ich fast ein bisschen raus, weil ich dann so oft nicht übernachte. Aber halt da meinen kleinen Status bei Hilton, den ich mir jedes Jahr, ich bräuchte eigentlich keine Kreditkarte, weil ich den Goldstatus mir auch so erschlafe. Aber mit der entsprechenden Kreditkarte hast du ihn ja auch so immerhin. Das Einzige, was ich noch am Überlegen bin, ob man tatsächlich nochmal auf die Kreditkarte umsteigst, die du dort hast und dann den Diamond hat. Da ist halt die Frage, welche Benefits bringt das tatsächlich, den Diamond zu haben? Ja, genau. Oszentatives Ein- und Ausatmen. Auch Auch dafür gab es Kritik. Ja, also das Thema ist relativ einfach. Also der Diamond gibt dir kostenloses Frühstück-Lounge-Zugang. So einfach ist es. Gibt dir per Punkte mehr. Du kriegst halt die Punkte-Vorteile. Ja, Frühstück habe ich ja gewollt. Ja, oder Zimmer-Upgrade. Also insofern, Ja. du hast nicht beides oder die Punkte. Und das ist halt so das eine Thema. Das andere Thema ist es konsistent? Nein. Aber die Hilton-Hotels, die ich frequentiere, und ich war diese Woche wieder im Hilton-Hotel, die kennen mich und die geben mir die Upgrades, weil ich bekannt bin. Ja, und wenn du da halt 140 Nächte geballert hast pro Jahr, namentlich Helsinki und Tallinn, dann bist du halt für die ein guter Gast, wenn du da gefühlt jeden Monat 5 Tage verbringst oder sowas. Also insofern sehe ich den bei Hilton nicht ganz so wichtig an. Ich habe übrigens noch einen Diamond-Status, den ich vergeben kann. Wer einen Diamond-Status haben möchte, kann sich gerne bei mir melden unter dieser Rufnummer. Ah, wo ist denn das? Nee, Mario, du musst das jetzt machen mit deinem rechten Hand. Nach rechts so. ein bisschen, ja, genau so. Der kann mich kontaktieren und
Gucken wir mal. Like könnt ihr auch geben. Ihr könnt auch Dislike geben. Wer ein Dislike gibt, sollte natürlich begründen, warum. Das wäre charmant. Dann könnte sich Mario und ich hier verbessern und könnten dann quasi bei der nächsten Sendung das nicht mehr machen. Ne? Sollte vor allen Dingen schnell rennen können. Ja, also wie gesagt, das ist so die Statusstrategie-Geschichte. Wobei natürlich auch eine interessante Frage ist, was ist wichtiger, ein Status bei Hotels oder bei Fluggesellschaften? Ja, es kommt immer drauf an, ne? Es gibt ja auch Leute, die fliegen nicht so viel, sind aber im eigenen Land, zumindest eben auch im nahen Ausland unterwegs und übernachten relativ häufig in Hotels. Dann ist sicherlich ein Status nicht verkehrt. Wenn du beides machst, relativ häufig mit dem Flieger und dem Hotel, dann ist, denke ich, beides in. So, insofern, das eine bedingt ein bisschen das andere. Das könntest du jetzt noch aufbrechen und sagst, welchen Status brauchst du auch noch bei den Autovermietern, weil du auch noch viel im Ausland unterwegs bist und hier noch immer ein Auto mietest. Also vieles bedingt ja einander. Und insofern würde ich das gar nicht sagen, das eine wäre wichtiger als das andere, ne? Ich persönlich finde beides wichtig, weil das Ja, Problem ohne Status ist mittlerweile, dass du ein Mensch zweiter Klasse bist. Jetzt überleg doch einfach mal deine Erfahrung in Hannover. Selbst in einem glitschigen Provinzflughafen, wie viel besser deine Erfahrung ist, weil du die Fastlane benutzen kannst. Und das ist alleine schon das Dilemma, in dem du steckst. Heißt also mit dem Check-in und so weiter, gerade in den USA ist es ja knallhart, dass du da gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise an Service rankommst. richtig. Also, ja, also da will ich dir nicht widersprechen. Das ist in den USA besonders extrem, in Kanada ja auch. Also wenn du da nicht zumindest einen Goldstatus hast, dann musst du halt irgendwie zusehen, wie du zurechtkommst. So kannst du immer noch an den Schalter gehen und man behandelt dich in der Regel sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Man nimmt dir die Koffer ab, macht die Gepäcktags selber dran, ansonsten musst du das alles selber machen. Ich beobachte das oftmals, wenn dann tatsächlich europäische Touristen da sind, die ihren Ausweis dann diese Automaten halten müssen, dann funktioniert es nicht. Die sind da immer am Verzweifeln. Also das ist schon so. Wenn- Du hast das bei Hannover gesagt. Die Lufthansa hat da 3 oder 4 Schalter. Meistens sind nur 2 oder höchstens 3 besetzt. Komm da mal in den Sommermonaten hin, wenn du in den Urlaub fliegen willst und du fliegst halt nur Eco und hast keinen Status, dann ist die Schlange lang. Sehr lang manchmal. Da nützt dir ja sogar FDL-Bahn, weil du dann zumindest einen Schalter kannst. Steht in der Regel nur 1 oder 2 Leute vor dir. Ansonsten stehst du da mal schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Insofern hast du da völlig recht. Das ist tatsächlich so. Ohne Status bist du am Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, für mich wäre dann quasi auch schon die Reise gelaufen. Ja, Sorry, aber ich meine, wenn ich mich anstellen will, dann nee, das macht Glas nicht. Ich stelle mich auch bei nee, Louis Vuitton nicht an. Ich meine, ich bin nicht bekloppt. ich auch nicht. Also ich Nein, meine, mache ich was auch. kommt's noch? Oh, Mont Blanc oder irgendein so ein Quatsch, da gehe ich weiter. Also no Ja, thank you. Also ja, ja, das geht gar nicht. deshalb, nee, das geht auch null. Aber wie gesagt, das ist halt so das Thema. Man wird auch nur ernst genommen mit Status. Das ist halt leider das Thema. Und deshalb ist Status leider trotzdem in der heutigen Zeit noch wichtig, obwohl man Bestpreis fliegt. Aber Best Ja, Price halt in der Form, dass man halt aus den 3 Statusgruppen bei der Fluggesellschaft oder 4 mit Air Baltic frei entscheiden kann, mit wem man fliegt. ja, In gewissen Grenzen natürlich, wenn man Druck hat, den Status zu qualifizieren, dass man dann natürlich für die 2000 Tierpoints hinterher rennt. Und beim Hotel ist es ja Gott sei Dank noch über Nächte oder über Stays machbar, aber ja. dadurch, dass ich halt so viel da übernachte, ist das für mich kein Problem.
Ja, wir haben jetzt schon wieder 44 Minuten gesammelt. Das geht immer so schnell, die Zeit. Ich würde nochmal die Fragen des Tages letztmalig wiederholen. Und zwar könnt ihr die Frage des Tages beantworten, was eure Statusstrategie 2025 ist und ob Kreditkarten Teil der Statusstrategie sind. Aber natürlich auch wie immer an dieser Stelle andere Fragen, andere Antworten werdet ihr dann auch bekommen. Ja, Ich habe da eine andere Frage, ja, ich habe eine andere Antwort. Deshalb, also da sollten wir einfach mal schauen. Jetzt gehen wir mal mit den ersten Kollegen los. Das ist unser Blitzer Bitzer. Dem wünschen wir auch einen guten Abend. Ne? ja, auf jeden Fall. Dann natürlich Matthias nochmal Hallo. Dann dem Michael Paller nochmal ein Hallo. Schön, dass wir uns hier auch sehen. Dann dem Markus grüßen wir natürlich nach Linz. Grüße nach Linz. Wir sind übrigens bei 52 Leuten. Ich bin richtig freudig erregt, dass das so viele sind. Das ist ja richtig geil. Tja, Dann Matthias und Markus sagen, der Ton passt. Auch Thomas Müller sagt das. das ist Ähm, schön. Emanuel Pflanzelt sagt, die gute alte Statusfrage. Grüße aus Wien. Ja, das Thema wird leider nicht alt, ne, Mario? Also das ist ja das Problem. Nee, Also der Status schläft niemals sozusagen. Nein, es ist ja auch tatsächlich so, und du hast es ja gesagt, und auch wenn das vielleicht ein bisschen krass ist, ohne Status bist du wirklich Kunde zweiter Klasse. Also, hat mir schon öfter ohne Frage weitergeholfen und auch dein Beispiel, so ein Upgrade. Mich wunderte das zwar, dass auf so einer 747 kein Hon war, der ja wahrscheinlich vor mir noch hätte ein Upgrade bekommen in nein, die Firma. nein, Ne? nein, nein. Das ist doch auch die Scheiße wieder. War das ein teures Ticket, auf dem du unterwegs warst? Oh ja. Ja, dann war es das wohl. Und das ist genau das Problem. Also, dass es wirklich nach dem Ticketpreis geht mittlerweile bei Ja, Lufthansa. Auf der einen Seite ist es fair. ohne Frage. Und ich habe auch als Hon schon in der guten alten Zeit, aus der Economy ein Upgrade in die Business bekommen und dann saß ich in der First Class. Was Das eigentlich passt. nicht geht. Doppel-Upgrade Nee, ging nicht. Also das geht alles, aber wie gesagt, das ist auch dann halt, warum sich der Hon nicht wirklich lohnt, weil wenn du teure Tickets kaufst, ja, dann ist der Hon hinten ja, drüber. Dann geht es weiter mit Jörg, der schaut erst einmal später. ja, sehr gut. Aber ich Hauptsache glaube, er er ist schaut, zwischen. ne? Ja, Hauptsache er schaut, aber er kommt, glaube ich, wieder. Na dann. Mache es übrigens ohne Kreditkarte, mir reicht der FTL bei M&M. Eventuell kannst du uns noch mal erklären, warum dir der FTL reicht, weil eigentlich die Leute ja sagen, dass der FTL die Einstiegsdroge nur ist und dass der Sapphire-Status wesentlich mehr wert ist bei den Freunden von der One World. Ja, Grüße nach München. Hallo Ronny, schön, dass du da bist. Natürlich Stadtbär, ein alter Bekannter, der uns auch immer wieder mit Nachrichten versorgt und Informationen gibt. Danke dafür. Gregor aus Salzburg, auch ein alter Bekannter. Er möchte dieses Jahr die Requalifikation des Senators angehen. ja, den Magst du? muss ich auch bringen. Ja, da müssen wir hin. Ne? Ja, Ja, dann geht es weiter mit dem Thema VIP-Service versus FCT. Ich finde die Facilities in Frankfurt hübscher. Also diese VIP-Service-Facilities. Ist natürlich ein starker Tobak. Und da muss man natürlich sagen, ja, da sollte man natürlich
eher dann, wenn man den Hon nicht kriegt, hingehen. Also ich sag mal so, die 300 und was Ja, auch immer Euro, ich weiß gar nicht, kostet vielleicht mittlerweile mehr. Ähm, Vom Erlebnis her ist das geiler. Du wirst ja auch dann gefahren. Du kannst ja auch sogar ausruhen, ob du, glaube ich, Bentley oder irgendwas anderes ja, gefahren wirst. Also das ist schon top. Da muss man sagen, das ist schon geil. Ich habe auch schon den ersten gehabt, der sich für den Diamond-Status interessiert. Grüße nach, Grüße nach Bangkok. Ähm, Dann geht es weiter mit Markus Anzinger und zwar schreibt er, Zen wurde letztes Jahr verlängern, die Status bei OneWorld.de werde ich nicht mehr weiter folgen. Ja, gut, bei denen, also das, was die da an Geld haben wollen, das ist ja komplett Banane. Also das ist ja, geht gar nicht. ja. Deshalb. Und das hat Thomas Müller auch richtig erkannt, wo erreicht man schnell den Status innerhalb der OneWorld Finne oder Qatar. BE hat sich wohl selber disqualifiziert. Also das Personal lässt auch teilweise immer wieder durchblicken, dass man da unhappy ist und gibt da auch immer wieder sorry. It's not my Aber goal. genau, nur ein Tee mit Milch. Und Ja, da muss man dann ehrlicherweise sagen, also wenn man, also wer einfach sagt, ich gebe mehr als 9.000 auf, würde ich mit Finnair fliegen. Ganz ehrlich. ja. So, Finnair. Wenn man sagt, ich möchte es mehr über die Punkte machen, würde ich Qatar machen. Aber die ehrliche Antwort ist, ich glaube nicht, dass Qatar lange auf sich warten lässt, dass die das auch anfangen mit Geld zu machen, weil die sind ja nicht doof, die Jungs. Und Thierry Antinori hat ja gerade auch feuchte Träume in Bezug auf seine Private Jet-Flotte. Er möchte ja da auch die Private Jet-Flotte in Europa registrieren mit einem AOC, weil es dann einfacheren Zugang gibt oder wie er das so nennt, mit Seamless Travel. Also Ja. insofern denke ich mal, dass sie da vom Geld her bald auch ankommen. Also deshalb würde ich Finnair machen, aber auch die werden die Gelder anfangen anzupassen, wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt. Ähm, Ronny macht wieder den Senator und dann sehen wir weiter, was M&M macht. Ja, das würde ich auch so sehen. Stadtbär erreicht der Senator auch, zumal er immer wieder hilfreich war. Der versuchte ihn ab 0226 zu verlängern. Ja, also hilfreich ist er absolut. Aber Würde also ich auch nochmal, wert. ja, ich finde, der reicht eigentlich. Hon ist nett, aber ist jetzt nichts, ja. Stadtbär möchte das auch einfach mal zu KLM konvertieren. Bin momentan angenehm überrascht und am Überlegen, ob ich den nicht weiterführe. Ja, KLM ist, also von uns Kunden, die sind bei Air France KLM, die sind happy. Also Ja. Aber da ich, gibt wie es ja, gesagt, also Air France kann ich jetzt nicht so sagen, aber die Kollegen fliegen viel mit KLM, sind da eigentlich ziemlich zufrieden, ohne Frage. ja, also insofern, da muss man dann sagen, jo, das ist okay. Dann haben wir als nächstes Thema von Emanuel Pflanzelt, geht sich 2025 der Zen aus, wäre super, wenn nicht, auch okay. Ja, aber wieso soll das nicht ausgehen? Also das kann man ja kurz nochmal Ja, schneller machen. Äh, Also ein Tipp ist halt immer Zug dann dazu nehmen. Immer den Zug buchen. Man muss ja nicht unbedingt und so, ne? Also auf Toilette oder wie auch immer, ihr merkt schon. Bei Mario kommt der Ton wirklich etwas abgehackt an. ach, jetzt auf einmal. Nee, Mario Aber wenn, spricht so staccato. ja, das, nein. Dann Jörg ist wieder zurück, sagt auch nochmal Hallo. Wir sagen auch nochmal Hallo. Ja, wir fahren nur Schiff, um zu trinken, das ist richtig. Wir werden auch im Dezember 2025 wieder Helsinki machen. Gibt es noch einen anderen Grund, Schiff zu fahren? Hm? Ja, du warst nicht dabei, Mario. Wir haben eine Ja. Flasche Whisky geplättet und zwar eine Oh. schöne Madeira Cast von Belveny. 16 Jahre alt war die Chose. War Ah, sehr lecker. Wir haben auch stilvoll, habe ich extra einen Flachmann mitgebracht und natürlich kleine Metallbäckerchen, damit das auch stilvoll wunderbar. ist. Da ist nicht schlecht. Dann haben wir die Kurve des Westens. Ach so, hier muss ich klicken. Geil, dass ihr wieder zusammen da seid. Ich hab zuerst gelesen, geil, dass ihr wieder zusammen seid. Einander. Gerne öfters, liebe Grüße. Ja, Freddy, da müssen wir doch sagen, du kannst ja auch wieder auf Sendung kommen. Die Leute Ich wollte es gerade verzehren sich sagen. auch noch Genau, also insofern da keine falsche Scham.
mich kontaktieren, dann geht das direkt los, dann machen wir einen Termin. So ist das. Dann Stadtbär ab 2.6. Genau, er läuft bis 2, also muss er sich dieses Jahr qualifizieren, das ist wieder Ja, richtig. Interessant, wieder mal von alten Protagonisten Zuhörer, genau, das ist auch mal schön. Dann Ronny nach seinem Schlaganfall hat der Status erstmal keine. Ja, klar, Gesundheit geht immer vor, da gibt es gar nichts. das würde ich auch so sehen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Hilgi schreibt, ich habe meine Flüge für den Sen soweit gebucht, Requali bis 2027, also das ist auch alles in trockenen Tüchern. Dann finde ich den Namen Wanderfalke richtig geil. Ja, Ich fliege nur ein oder zweimal im Jahr Langstrecke, dann auch in First Class. Welche Vorteile hätte ich denn noch durch den Status als First Class Kunde? Ehrliche Antwort, selbst als Hon hast du, also der einzige Vorteil, den du in der First Class als Hon hast, ist, dass du garantiert abgeholt wirst. ja, Das ist so die Geschichte mit PA und Limousinentransfer. das würde ich auch so sehen. Ansonsten kein Unterschied. Ja, das wäre so die Geschichte. Also da, ja, und halt fürs Ego halt Hon draufstehen anstatt First Class. Moin, was bietest du genau für Dienstleistungen an? Ich mache alles außer Bücken. Ich wollte das auch gerade sagen. Also, da wendet mich, ich vermittle das dann manchmal generös und Nein, also traut sich. Nein, um es ernsthaft zu beantworten, wir haben mehrere Veranstaltungen. Einmal Vereinigung Passagier, da setzen wir uns für die Passagierrechte ein, das ist unser NGO. Dann haben wir die Frequent Traveler Circle, hier, da. Da machen wir einen Concierge-Service für Leute, die reisen. Man muss gar nicht so viel reisen. Dann haben wir mit unserer Gate 10X in den USA eine Bude, mit der wir amerikanische Kreditkarten und LSC-Gründungen machen und alles, dass ihr da auch richtig aufgestellt und betreut seid. Dann haben wir noch andere Firmen, die wir machen, aber das, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Also insofern hier an dieser Nummer, Mario, die rechte Hand, Ja, warte, so. genau so. Unter dieser Rufnummer mir eine WhatsApp-Nachricht schicken und dann kann ich euch verarzten unter der Nummer 21333 Miles. Genau. Wer nicht weiß, wie man das eingibt, kann ich noch mal kurz einen Schnellkurs machen. Und zwar, wie ihr seht, auf der Tastatur, da sind Buchstaben, unter der 2 sind 2 ABC. Und wenn ihr jetzt Miles angeben würdet, wäre das die 6, wäre die M und dann das I wäre die 4 und dann das L wäre die 5 und so weiter und so fort. Also ihr seht, Ja, ganz einfach zu merken. meldet euch bei ihr geholfen. Es wird Ihnen geholfen. Stadtbär ist ein Staatsfamilie, es wäre Warschau, okay, Warschau ist immer gut. Da war er ja gestrandet, der Kollege. Gregor sagt, im letzten Mal bin ich dreimal upgraded geworden. Als Senator waren eigentlich keine Langstreckenflüge. Ja, gut. Oh, das passiert. Lecker warm essen ist immer gut. Ja. Da gibt's, wie heißt das nochmal? Ich hätte jetzt was gesagt. Wie heißt denn Tasting die? Heimat. Ja, Tasting Heimat, wobei das ja auch Tasting. irgendwie ist der klammheimlich irgendwie durch die Hintertür wieder raus. Ja, ist so. Mario, wann sehen wir Sie mal wieder auf einem Stammtisch? Also erst, wenn ich nicht mehr gesiezt werde. Ja, du warst in Helsinki versprochen. Da waren wir alle sehr traurig, dass du nicht erschienen bist. Der traurigsten war ich, weil ich habe schließlich schon Flüge gebucht, Hotels, wobei das mit dem Hotel nicht das Problem war, aber die Flüge waren ein echtes schlechtes Geschäft, würde ich sagen. Ja, sehr schwierig, aber ist halt so, wenn man arbeitet in einer Firma, wo man gebraucht wird, dann ist das natürlich Schitipopiti, ne? Ja. Gibt es als Tipps, um die Meilenschnäppchen zu buchen? Ja, schnell sein. Ja. Schnell sein. Also direkt gucken. Ja. Ja, um nochmal auf den Stammtisch zurückzukommen. Wann haben wir Termin mal in Berlin oder in Frankfurt? Dann
Habe Juli. ich, Also ich habe Termine im Juli, die werden noch veröffentlicht, aber ich kann auch noch mal ja, vorher Termin machen. Ich muss noch mal nach Deutschland einkaufen gehen. ja, Ähm, ja, stimmt. Die Jacke, die sitzt auch ein bisschen eng. Muss man. das ist 70er Jahresteil, entschuldigen Sie Ja, bitte. Das ja. ist Was ist das? Ah, Modell, sehr schön. das ist eine finnische handgemachte Marke, Nosu. Sehr. Das Ja, ist, ich kann ja nur Merkur Street. Oh, ich kann noch mal hin. aber ich habe hier auch eine Finnair-Jacke. Ah, Ist sehr ja nicht gut. so, also die hält auch lecker warm. Ja, das sollte sie. Ja, also ich hatte, Und dann hatte mich natürlich auch. mein Hansens. Ja, ich ja auch. Den habe ich ja Ja. auch. Ich habe mir einen zweiten jetzt kommen lassen. Da habe ich ja von Ach schon. Jens Worldshop hat für mich alle Worldshops abgesucht, Hamburg bis München. Und es gab. Und er hat ihn im Lager selber gefunden in München, hat ihn abgeholt, weil die Leute gesagt haben, ne, wir haben den nicht, wir wissen nicht, wo der ist. Dann ist er nach München geflogen und ist da vorbeigegangen. Hat ihn mit nach Helsinki gebracht. Das ist nett. Ähm, In ja, Zeltgröße immer. ja, das ist ja das Problem bei mir, dass du in der Zeltabteilung und nachgucken musst. So, jetzt nochmal mit den Meilensteinchen. Also da gibt es wirklich nur schnell sein. Also da gibt es gar nichts. Ja, Am 1.1. geben wir die Meilensteinchen bekannt. Wenn ich von Lufthansa die Vorab-Info kriege, ich habe die November, Dezember leider nicht bekommen, im Januar hatte ich sie. Und dann immer darauf achten, dass der folgende Arbeitstag, wenn wir jetzt mal einfach auf den Kalender schauen, wird das im Laufe des Tages geladen. Deshalb kann man da auch immer die nächsten 2 Tage gucken. Der 1. Februar wäre ja ein Samstag, heißt also ab 3. Februar wäre es dann montags buchbar im Laufe des Tages. Und natürlich auch bei sie. anderen Fluggesellschaften gucken. Mein Klassiker ist LOT. Also LOT ist günstig von der Zuzahlung her, ist natürlich rustikal, aber ich finde in Polen Ja, nicht schlecht. ist so. Dann Eurowings ist großzügig bei Upgrades im Gegensatz zu LH. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Kannst du Glück haben, kannst du Pech haben. Aber schön, dass du bei EW da am guten Start und gute Erfahrungen gemacht hast. Da ist ja auch Jenselmann Bischof, ähm, der ist ja ein guter Mann. Vielleicht wird ja auch bei LH irgendwann mal was. Wenn Carsten S. aus M gegangen worden, getan, getun sein oder einfach geht. Sieht ja schlecht aus für ihn, so ein bisschen die Zahlen, wenn man ehrlich ist. Aber nun gut, wir hatten in Helsinki da eine interessante Gesprächsrunde zu und auch aus der ähm, Lufthansa-Sichtweise viele Dinge besser verstanden. Ja, wir können uns dem natürlich auch nur noch mal anschließen an Ronny. Alles Gute und gute beste Ja, Genesung. Dann Gregor. War es nicht mal so, dass Lufthansa-Kunden, die die Verlängerung des Senats geschafft haben, ja, das gab ein Angebot gegen Cash. Ich bin mal das gespannt, was glaube es ich. ist. Ja, 1000 oder 2000, also muss man mal gucken, was die jetzt Ja. einem anbieten. Früher waren es 2.000 € für ein Jahr Verlängerung. Also damals gab es ja noch 2 Jahre, wenn man verlängert hat. Aber für Cash gab es immer nur ein Jahr Und auch nur einen E-Voucher. und auch nur einen E-Voucher. Wobei das wahrscheinlich für die meisten nicht das entscheidende Kriterium war. Ne? Nö, den konntest du ja eh nicht loswerden teilweise, weil das war ja. Hm. Also ein E-Voucher ist ja wie Bier ohne Alkohol. Also du kannst auf dem einen Bein nicht stehen Ja, und also ganz schlimm, ganz schlimm. So, und dann haben wir natürlich noch die letzte Frage. Und zwar stellt hier unser Stadtbär, das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ähm, Route zu Stammtischterminen. Da sind wir natürlich, wie gesagt, dabei, hatte ich ja schon beantwortet. Deshalb, also, da müssen wir mal schauen. Helsinki geht immer. Mario will ja auch nach Helsinki mal kommen. ja, auf jeden Fall. Wann? Ach so, also TBA. jetzt, TBA. jetzt nicht den Dezembertermin, sondern vorher mal.
Ja, Ja, du das kannst klingt ja auch TBA sagen, to be announced, damit ich jetzt nicht to be festlegen announced, muss. ja. To be announced, genau. Ganz gut. Die gute Schwester von TMI. Genau. Ähm, Dann haben wir jetzt die letzte Frage, die wir beantworten. Bei Beanstandung habe ich bei LH 5000 Mal bekommen, bei Eurowings dagegen nichts. Okay, LH war Business Class, EW nur Echo. Ja, also das ist natürlich eine Frage. Ich kann da nur an meine gute alte Geschichte mit meiner Mutter erinnern. Sie flog von Houston nach Frankfurt in der Business Class auf einem, das war übrigens, wo ich Upgrade-Voucher draufgezimmert hatte, flog sie dann und da ging ihr Entertainment-System nicht. Und sie hat 50 € von Lufthansa bekommen. 50 in Doch, Worten doch 5-0. viel, ja. Meine Mutter war happy. Meine Mutter ist komplett Echt? durchgedreht. Ja. Ja, gucke mal, die Bescheidenheit hast du nicht von ihr, ne? Nee, ich habe ja auch alle anderen guten Eigenschaften von ihr bekommen. Ah, gut. Insofern, das ist natürlich halt so dieses Thema. Also insofern Ja. da einfach mal schauen. Dann haben wir noch eine Battle-Anfrage von Thomas Müller. Hat noch jemand einen Voucher für die Lounge übrig? Das Problem ist, dass wir mit solchen Antworten oder Fragen oder Themen nicht viel machen können, weil, ich glaube, ich werde hier jetzt zu bombardiert auf Facebook auch. Wir wissen ja gar nicht, auf welchem Flug du bist. Wir wissen ja gar nicht, mit welcher Fluggesellschaft. Wir wissen ja nicht, wer gegen wen. Wir wissen nicht, warum. So ist es, so ist es. Aber hast du keinen Priority Pass? Und übrigens ist das Montag in 8 Tagen. Damit haben wir alle Pflicht und Schuldigkeit heute getan. Ich habe jetzt 5 Nachrichten, die sich für den Hilton Diamond interessieren wahrscheinlich. Ich bin mal Wahrscheinlich. gespannt. Warte, ich gucke mal was auf Facebook, ob das thematisch damit zu tun hat, weil dann wäre es noch mehr. Wo haben wir es? Und zwar... Nein, das war was ganz anderes. Also 5 Leute, ihr könnt, Mario macht nochmal die rechte Hand hoch, aber aufpassen, wie du es machst. Genau. Ja, genau. Wir wollen kein falsches Bild machen. Natürlich nicht. Gerne schreiben bei Sorgen, Ängsten oder Nöten. Also wie gesagt, wir sind schon wieder über 1 Stunde. Wir sind freudig erregt. Wir sind dankbar, dass ihr dabei wart. Es hat wie Ja. immer Spaß gemacht. Wir hatten über 50 Leute, also ich war positiv überrascht. Und kann ich das eigentlich nicht bei Facebook sag ich schon, bei YouTube? YouTube, so hieß die Bude, Ja, sehen, was da the Maximum in the People war? Nee, sagt er mir nicht. Audience, doch hier Audience. Aber hat er nicht, macht er wahrscheinlich erst. Wobei 82% sind subscribed, 17,5 sind nicht subscribed. Also insofern jetzt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Hallo sagen, Mario weiter belatschern, dass er auch mal nach Helsinki früher kommt. Wobei entweder jetzt im Winter oder im Sommer. im Frühling? Nicht? Schwieriges Wetter manchmal hier, aber wie gesagt, ich bin jetzt vom Februar also im Februar, März bin ich für über 4 Wochen in den USA. Ich bin vom Mai bis Juni in den USA. Ich bin also immer Los Angeles, wenn es noch steht. Und Ja. ja, krasse Nummer. Irgendjemand hatte geschrieben, die sind da irgendwie in Los Angeles gelandet und hat gemerkt in der Kabine, wie warm das wurde. Das ist ja dann, das ist dann nicht hübsch. Ne? Also, Nee. ja. Ja, Musst du vielleicht nach, Entschuldigung, was hast du gesagt? ich sag, da musst du statt nach LA nach San Diego oder so. Ja, nee, also Palm Springs, Palm Desert ist ja Gott sei Dank, passiert nicht viel, da kann doch nicht viel brennen. Das stimmt. Aber wie gesagt, da einfach mal hoffen, dass alles gut wird. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Danke, dass ihr Fragen gestellt habt. Wir sehen uns dann morgen wieder in Alter und Frische zu einer neuen Sendung. Und Mario, kommen Sie mal wieder in die Sendung rein. Genau dasselbe wie für den Ja. Kollegen Kurve des Westens. So sieht das aus. Hab mich gefreut. Ich bin bald wieder da, versprochen.
Wir geben jetzt noch den Abspann. Ich wollte schon ohne Abspann, aber das darf Nein, man das nicht. geht. Also Abspann, bis dann. Danke, ciao. Und Ciao.